Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in meinem YouTube-Kanal Immobilien Nordzypern. Euer Erde mit 24 Jahren Nordzypern-Erfahrung. Euer geprüfter, zertifizierter und vertrauensvoller Immobilienmakler für Nordzypern. Heute habe ich wieder für Sie eine exklusive Villa vorbereitet und möchte sie gerne präsentieren. Bevor wir uns das Haus anschauen, habe ich wieder ein interessantes Thema für Sie vorbereitet, nämlich wie kann man über den Tisch gezogen werden auf Nordzypern von eigenen Landsleuten. I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up. Das Wichtigste in einem Immobilienkauf auf Nordzypern ist der Verkäufer und der Vermittler. Warum? Weil sie im Ausland sind und die türkischen Unterlagen nicht lesen können. Die wichtigsten Hauptpunkte sind, hat es Hypotheken, wem hat es vorher gehört, sind die Steuern bezahlt, müssen die Steuern jetzt komplett bezahlt werden. Sie wissen ja, heute aktuell zahlen Sie insgesamt bei einer neuen Immobilie 17,5% Steuern. Und wenn man ehrlich sein darf, die meisten gebrauchten Bestandsimmobilien kosten sogar teurer als die neuen Immobilien. Deswegen rentiert sich es heute aktuell nicht mehr auf Nordzypern, gebrauchte Bestandsimmobilien zu kaufen. Und bei den meisten gebrauchten Bestandsimmobilien haben sie Feuchtigkeitsprobleme, Isolierungsprobleme, Bauqualität ist nicht so gut. Manche Kunden, Leute wollen einfach nicht hören. Deswegen sage ich immer dasselbe Wort. Vielleicht wird es im Video nicht so locker rüberkommen, aber das entspricht auch der Wahrheit. Wer nicht hört, der muss fühlen. So einfach ist das. Deswegen empfehle ich Ihnen, zu zertifizierten Agenturen zu gehen. Die habe ich im letzten Video schon angedeutet. Das war Punkt 1, wie man über den Tisch gezogen werden kann. Punkt 2, wenn Sie Möbel kaufen, Weißgeräte kaufen, egal was Sie auf Nordzypern kaufen, glauben Sie, diese Vermittler empfehlen Ihnen das umsonst? Nein, die kriegen für jede Empfehlung 10 bis 20% Provisionen. Und stellen Sie sich mal vor, wenn Sie sich die gesamte Weißgeräte, Möbeln und Vorhänge kaufen und lassen Sie dafür 20.000, 30.000 Euro ausgeben, davon kriegen diese Leute 20%, 15%, im schlimmsten Fall 10% Provisionen. Für was? Für nur eine mündliche Empfehlung. Also, so geht's weiter. Das war zweiter Punkt, wie man über den Tisch gezogen werden kann. Weil anstatt dass Sie 20.000 zahlen, zahlen Sie 30.000. Manche sind wahrscheinlich zu reich. Ich kann es auch verstehen, weil ich habe mich auch immer wieder gefragt, warum so viele auf Nordzypern investieren oder vorhaben zu investieren. Selbstverständlich, weil es keine EU ist. Jeder, der hier investiert, der weiß, der ist sich im Klaren, dass im EU-Raum die Leute oder die Staaten nicht Bescheid wissen werden, dass sie hier investiert haben. Weil der Staat Nordzypern, TRNC, wird keine Informationen weiterleiten. Das ist der hauptsächliche erste Grund, warum man hier auf Nordzypern investiert. Aber es ist wirklich sehr angenehm. Die Leute sind freundlich, höflich, man kriegt im Verkehr immer Vorfahrt. Das stimmt auch. Wenn man es vor Kamera erzählt, ist das schwer zu glauben. Deswegen sollte man das selbst experimentieren, hier vor Ort sein, eine Woche, 2 Wochen Urlaub machen. Bei mir sind die meisten Kunden zweimal da, dreimal da gewesen und erst dann haben sie investiert. Bei uns gibt es auch keinen sozusagen psychologischen Druck. Es gibt bei uns keinen Verkaufsdruck, dass es die letzte Immobilie ist. Niemals ist es die letzte Immobilie. Jede Woche kommen neue Objekte ins Netz. Die Frage ist immer nach dem Budget. Was ist denn Ihr Budget, im Ausland zu investieren? Wie viel Geld wollen Sie investieren? Das sind halt die Fragen, die gestellt werden sollen. Und zum Thema Immobilienkauf, also was für Sie sehr wichtig ist, ist der Verkäufer, der Bauträger. Der Bauträger muss eine gute finanzielle Lage haben. Er darf nicht in den 35 oder 40% Anzahlung von Ihnen angewiesen sein, weil das neue Gesetz, ich habe es in jedem Video angedeutet, sorgt dafür, dass die neuen Käufer eine sogenannte Rechtssicherheit bekommen, weil die Bauträger sehr fortgeschritten sein müssen und viele Unterlagen nachweisen müssen. Das zum Punkt After Sales. Im Momentan hat meine Makleragentur über 50 Kunden übernommen von anderen schwarzen Schafen. Ich kenne wenige Kunden, die jetzt von offiziellen Makleragenturen zu mir rübergekommen sind. Das sind vielleicht Maximum 10 Kunden, aber der Rest
hat bei Schwarzen Schafen investiert und die sind jetzt momentan aktuell bei mir für Dienstleistungen nach dem Immobilienkauf, den sogenannten After-Sales-Service. Was machen wir in den After-Service? Wir besorgen die PTP. Die PTP ist die Kaufgenehmigung, die im Innenministerium online beantragt wird. Das ist eine Dokumentation, in dem wir alle Informationen, was im Kaufvertrag vorhanden ist, eins zu eins ins System einscannen. Auf Türkisch selbstverständlich. Das ist ein komplizierter Prozess, das können nur Fachleute machen. Außerhalb Fachleute kann das leider heutzutage keiner auf Nordzypern machen. Meine Agentur ist so flexibel, dass wir das jede Woche für Investoren selbstverständlich hinbekommen und wir verfolgen die PTP-Phase, die Kaufgenehmigungsphase. Die Frage ist, warum machen wir das überhaupt? Um Geld zu verdienen? Nein, das sind Schmerzarbeiten, das sind After-Sales-Arbeiten, weil normalerweise haben die meisten Kunden damals den Vermittlern oder sozusagen den Anwälten die gesamte Summe bezahlt für den Kaufprozess. Aber diese Leute haben wahrscheinlich nicht alle Prozedere hinter sich bekommen. Und das ist der Grund, warum die Kunden, Investoren zu uns kommen. Die wollen, dass sie mit dem Prozess fortgeschritten sind. Und wir erklären das in kürzester Zeit, weil wir davon schon sehr viele Erfahrungen damit haben. Heutzutage wollen sie immer wieder neue Exemplare haben. Vorher wollte der Staat nicht so viele Dokumente im Kaufvertrag. Heute aktuell ist ein neuer aktueller Kaufvertrag so dick bei uns, nicht bei allen, wenn ich so äußern darf. Das ist die Wahrheit. Manche wollen es nicht glauben, so ist es. Die letzten 2, 3 Wochen habe ich sehr viele Familien kennengelernt. Wirklich, darunter waren ganz tolle Familien. Die meisten haben mich zum Abendessen eingeladen. Ich bin froh und glücklich, diese Menschen kennengelernt zu haben und ihnen auch den After-Sales geben zu dürfen. Nur, was mich manchmal halt innerlich stört, warum erst später? Ihr hättet gleich zu uns, zu mir oder zu anderen zertifizierten Agenturen gehen können, weil, seien wir ehrlich, so ein After-Sales-Service macht keiner umsonst. Wir machen es auch nicht umsonst. Die Frage ist, einer muss es machen und ich habe mich einfach dafür entschieden, dass ich als Agentur diese Dienstleistung für alle Kunden zur Verfügung stelle. Ist es nötig? Es ist sehr nötig. Es muss einfach mal vor Ort sein. Deswegen seien Sie vorsichtig über Ihre eigenen Landsleute im Ausland, weil genau in dem Fall finden Sie immer eine Lücke, wo Sie gut profitieren können. Das Problem ist nicht das Verdienst, sondern es ist kein ordentliches Verdienst und es sind keine guten Dienstleistungen vorhanden. Für das, was Sie zahlen, kriegen Sie nichts. Wie nennt sich das im Deutschen? Lau. Sie zahlen Geld, aber es gibt keinen Service. Das ist bei uns selbstverständlich nicht der Fall. Wir nehmen eine geringe Summe und geben super Dienstleistungen. Das kann ich Ihnen vor Kamera versprechen. Sie können mich vor Ort 1:1 kennenlernen und in der Phase, wo wir den After Sales übernehmen, erzähle ich Ihnen alles, wie der Prozess hier läuft. Was zu tun ist, in welcher Firma Sie wie viel Prozent Rabatt bekommen. Anstatt dass wir Provisionen kriegen, kriegen Sie Rabatt. Also den After Sales Service zahlen wir sogar gleich bei der ersten Dienstleistung zurück. Es ist der sogenannte Rundum-Sorglos-Paket und da ist alles vorhanden, was Sie bei einer Auswanderung oder bei einer Investition im Ausland benötigen. Jetzt kommen wir langsam zu unserem exklusiven Haus, zu unserer 5-Zimmer-Villa. Hier handelt es sich um eine 5-Zimmer-Villa, die eine Grundstücksfläche von 740 Quadratmeter hat. Wir haben eine Grundstücksfläche von 740 Quadratmeter und eine Nutzfläche von 320 Quadratmeter und eine netto geschlossene Fläche von 280 Quadratmeter. Hier befindet sich unser Infinity Pool. Unser Pool ist 6 zu 12 Meter groß. Im Liegebereich, hier haben wir eine Holzbrette. Im Außenbereich in unserer Terrasse befindet sich ein schönes Barbecue, ein Waschbecken und selbstverständlich unsere außene Dusche. Das Haus hat eine sehr gute Bauqualität und ist bezugsfertig. Hier sind selbstverständlich die Steuern nicht bezahlt, befindet sich in Girne, in Zeytinlik. Zeytinlik ist 3 Minuten mit dem Auto von der Innenstadt.
moderne, hochwertige Sicherheitstür. Vom Eingang aus möchte ich Ihnen gleich unsere geschlossene Küche zeigen. Hier haben wir eine zweite separate Küche vorhanden. Die Armaturen sind alle aus der Türkei von der Marke Kale. Hier sehen Sie unsere große Küche. Also alle Einbauschränke sind erstqualitativ mit Lacke bemalt worden. Es ist eine sehr hochwertige Küche. Hier sehen wir unseren Marmor-Kücheninsel, erstklassig gemacht. Wir haben schöne Schiebefenster, doppelt verglast mit Argonglas. Sie können die Schiebefenster in der Küche komplett öffnen. Einmal im Nordenbereich und einmal im Ostenbereich. Wir haben von zwei Seiten zwei Schiebefenster und eine große geschlossene Einbauküche. Auf der Decke sehen Sie die LED-Beleuchtungen und hier in dem Haus haben wir komplett eine Zentralheizung und ein Kühlungssystem. Das bedeutet, Sie können jederzeit kühlen und heizen. Das sind Inverter-Klimas, die zentral sind. Innerhalb 30 bis 60 Sekunden können Sie heizen und kühlen. Von unserer geschlossenen Küche aus möchte ich Ihnen gerne unser Floor zeigen. Das ist unser Mittelbereich. Hier begrüßt uns eine schöne Garderobe, wo Sie die Jacken hinstellen und für Ihre Schuhe haben wir hier eine kleine Abteilung. Unter der Treppe befinden sich zwei Einbauschränke nochmal für Abstellraum. Hier können Sie Ihren Staubsauger, Ihre Drohne oder Ihre Tasche zufälligerweise verstecken und alles Mögliche. Auch hier weiterhin, wenn Sie mehrere Schuhe haben, können Sie dieses nutzen. Von hier aus möchte ich Ihnen gerne unser Wohnzimmer zeigen. Das ist unser Wohnzimmer, unser Wohnraum. Ein sehr geräumiges Wohnzimmer. Sie sehen wieder die Zentralheizung, Kühlungssystem in den Decken. Hier haben Sie eine asiatische Sitzecke vorbereitet, indem Sie nach Ihrem Geschmack es gestalten können. Hier sehen Sie unsere Schiebefenster, doppelt verglast, einen modernen Kamin, was aus Marmor gemacht worden ist. Das ist unser Fernsehbereich und hier haben wir nochmal auf beiden Seiten Schiebefenster. Die meisten werden sich fragen, was das ist. Das ist eine Barecke im Wohnzimmer. Hier haben wir dafür einen Schalter. Wenn Sie diesen Schalter einschalten, öffnet sich die Glasscheibe komplett automatisch bis nach oben. Der Tisch geht auch nach oben auf. Dann können Sie vom Wohnzimmer direkt automatisch zum Pool, zur Terrasse rübergehen. Vom Wohnzimmer aus möchte ich Ihnen gerne unsere Schlafzimmer zeigen. Wir haben im ersten Erdgeschoss auch einen kleinen Gästezimmer, der auch sehr geräumig ist. Ist zwar nicht so groß, aber sehr schön. Sie sehen in jedem Zimmer die Zentralheizung und Kühlungssystem-Displays. Und selbstverständlich hat jedes Schlafzimmer seine eigene Toilette, Dusche und Waschbecken. Bevor wir das Gästezimmer nochmal in Anspruch nehmen, auf der rechten Seite im Eingang unserer schönen Villa haben wir zwei Waschbecken für Gäste. Ohne dass sie in die Toilette gehen, befinden sich hier zwei moderne Waschbecken. Und selbstverständlich hier die Gästetoilette und WC. Das zum Erdgeschoss. Jetzt möchte ich mir unbedingt unser Obergeschoss anschauen. Hier sehen Sie unsere Marmortreppen. Hier sind unsere Handles, also Glasscheiben für die Treppe, sehr modern, sehr schön eingerichtet. Jetzt geht es Richtung Hauptschlafzimmer. In dieser exklusiven Villa hat mir am meisten das Hauptschlafzimmer gefallen. Zum Punkt komme ich gleich. Das ist unser Hauptschlafzimmer. Wir haben hier ein sehr großes Hauptschlafzimmer. In jeder Ecke befinden sich Argongläser, Schiebefenster, Schiebetüren, wo Sie in kürzester Zeit öffnen können. Sie sehen wieder die Zentralheizung, Kühlungssystem. Von den Schlafzimmer aus haben Sie einen unverbaubaren Bergblick und Meerblick. Was hier auch sehr interessant ist, im Hauptschlafzimmer befindet sich gleich auch unsere Umkleideräume. Hier haben wir ein geräumiges Umkleideraum und selbstverständlich die Dusche und unser Jacuzzi im Hauptschlafzimmer.
Also in dem Haus ist Luxus vorhanden. Wir haben hier ein sehr modernes, neues Jacuzzi. Und hier sehen Sie die große Dusche, die Sie jederzeit nutzen können. So wie Sie es sehen, habe ich aus Versehen das Jacuzzi angemacht. Jetzt ist es wieder aus. Hier sehen Sie auch unser Waschbecken. Hier. Also das Haus hat eine sehr gute Einrichtung und eine deutsche Bauqualität. Die Türen sind aus echtem Holz gemacht worden, Armaturen erstklassig. Hier befindet sich nochmal ein Abstellraum oder ein Trocknerraum, je nachdem, wie Sie es nutzen möchten. Manche können es als kleine Küche nutzen und hier haben wir nochmal Schränke. Hier sehen Sie nochmal die Belüftung, die Kanäle vom Kamin. Wenn Sie unten heizen, kommt hier Wärme raus. Jetzt geht es Richtung unser zweites Schlafzimmer. Hier sehen Sie, überall sind Gläser vorhanden. Das Haus bekommt vom Norden und vom Süden gutes Sonnenlicht und macht einen sehr guten Eindruck. Hier befinden wir uns im zweiten Gästeschlafzimmer im Obergeschoss. Hier haben wir nochmal Schiebetüren, die zum Berg schauen. Hier haben Sie ein sehr schönes Bergblick. Und in jedem Zimmer sind selbstverständlich schöne moderne Einbauschränke vorhanden. Und Sie sehen wie immer die Zentralheizung und Kühlungssystem. Das ist auch unsere Toilette und Dusche im Gästezimmer. Und jetzt kommt als letztes das dritte Hauptschlafzimmer. Hier haben wir auch eine Gästetoilette und Dusche. Hier passt ein 1,80, 2 Meter locker hin. Hier sehen Sie unser modernes Einbauschrank wieder. Und selbstverständlich, wie in jedem Schlafzimmer, haben wir Schiebetüren von Argonglas, doppelt verglast, wo Sie in kürzester Zeit öffnen können. Hier befindet sich auch ein schönes Balkon. Von jedem Schlafzimmer aus haben Sie einen unverbaubaren Meerblick. Wenn Sie in solchen Immobilien interessiert sind oder schon im Voraus investiert haben und Fragen haben oder eine schöne Immobilientour mit uns besichtigen wollen, dann können Sie mich jederzeit für Immobilien und Beratung kontaktieren. Heutzutage sagen die Beamten im Grundbuchamt, dass demnächst sich die Gesetze ändern werden. Nur die Frage ist, werden sich die Gesetze im negativen oder im positiven Sinne ändern? Die meisten fragen sich, ob so ein schönes Haus auch eine Dachterrasse hat. Selbstverständlich haben wir hier eine mega schöne Dachterrasse. Bevor wir uns unsere Dachterrasse anschauen, bevor wir rausgehen, haben wir hier nochmal ein Waschbecken, eine kleine Ausstattung für die Außenterrasse. Hier geht es Richtung Terrasse. Hier haben wir eine riesengroße Dachterrasse. Die Dachterrasse ist hier ca. 130 Quadratmeter groß. Hinter mir sehen Sie das Meer, also der Norden. Hier sehen Sie sogar den Kamin, wo die Luft rauskommt. Und ganz hinten im Süden haben wir ein schönes Barbecue, was schon im Voraus gemacht worden ist. Das Haus hat eine tolle Bauqualität. Ich freue mich auf neue Kontaktaufnahmen und auf neue Kontakte von Ihnen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Euer geprüfter, zertifizierter Immobilienmakler RMGT, Makleragentur No Sky Property. Wir sehen uns bald.